Hast du schon mal was von der D-Con gehört? Die D-Con ist eine jährliche Kunst- und Designermesse. Über 65.000 Fans treffen auf über 800 Aussteller, auf über 500 Künstler. Das Event bietet eine bunte Mischung aus Sammlerspielzeugen, Designerkleidung und Pop-Art-Kunst. Du streichest mit der linken Hand das Plüschtier, mit der rechten Hand ein Filmauto. Bei der diesjährigen D-Con war auch Vivi Sponsor und Aussteller. Wer oder was ist Vivi und wie zum Teufel passt eine Designermesse mit Krypto zusammen? Beginnen wir von vorn. Ecomi ist ein Blockchain-basiertes Unternehmen aus Singapur. Der Token der Plattform heißt OMI. Ecomi hat ein klares Ziel. Das Unternehmen will führende Plattform für digitale Sammlerstücke, NFT-Collectibles werden. Um all die NFTs weltweit zugänglich zu machen, wurde Vivi geschaffen. Vivi ist die App und Plattform von Ecomi und soll den Handel der lizenzierten NFTs erleichtern. Vor 2 Jahren, 2020, wurde Vivi erst eingeführt. Die Community wächst seitdem schneller, als die App-Entwicklung hinterherkommt. Über 650.000 einzelne Nutzer zum Stand des Videos. Die Nachfrage ist enorm. 2021 eingetütete Marketingpläne mit einer der größten Marketingagenturen der Welt, Rogers & Cowan, PMK, wurde wieder abgesagt. Diese Agentur arbeitet bereits mit Kunden wie McDonald's, Denzel Washington oder TikTok zusammen. Jetzt erneut die frohe Botschaft, das Massenmarketing soll 2023 mit neuen Partnerschaften beginnen, was wiederum 50 bis 70 Millionen neue Instagram-Follower anlocken soll. Außergewöhnliches Wachstum im aufstrebenden Business. Das war die Kategorie, für die Vivi 2022 den Internationalen Business Award absahnte. Fast täglich können Sammler an neuen NFT-Drops teilnehmen. Du kannst dir anhand der Stückzahl und des Listenpreises den Umsatz pro Drop ausrechnen. In Sekunden verdient Ecomi im 5- bis 6-stelligen Bereich 50.000, Hunderte, Tausende Dollar aufwärts mit nur einem Drop. Seit Einführung 2021 wurden mehr als 6 Millionen NFTs im Online-Shop verkauft und mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Amazon knackte, wenn du hier diesen Graphen anschaust, den 1 Milliarden Umsatz erst 1999 im 4. Startup-Jahr. Vivi machte damit mehr Umsatz als Amazon in gleicher Zeit. Verdammt, wird Vivi das neue Amazon für lizenzierte NFTs? Was ist das Geheimnis? Lass uns den Blockchain-Unternehmen gemeinsam auf die Spur gehen. Übrigens, häufig werde ich gefragt, ob meine Videos von den Projekten gesponsert sind. Das wäre schön, aber das ist nicht so. In meinem Video stelle ich Projekte vor, deren Idee mich begeistert, wie Blockchain umgesetzt werden kann. Es handelt sich nicht um eine Kaufempfehlung, sondern ist nur meine persönliche Recherche. Informiere dich also immer selbst zu den Projekten, falls du in welche investieren möchtest. Meine Videos sind niemals eine finanzielle Beratung. Es dreht sich immer um das Branding, die Marke, die Exklusivität. Du kannst eine mega tolle App haben, doch warum solltest du No-Name-Produkte sammeln wollen? Du stellst dir ja auch nicht die Tiere vom Discounter ins Regal, sondern lieber Markentiere, Steif- oder Schleichtiere. Du isst lieber Nutella als Nussaufstrich. Im Kino gibt es keine Cola American Taste von Gut und Günstig, sondern Coca-Cola, weil es eben die Marke ist. Nutella, Coca-Cola, Tiere von Schleich. Keine Schleichwerbung an dieser Stelle. Die NFTs auf Vivi sind lizenziert. Echte Brands. Welche Lizenzen hat Vivi? Ich habe mal die wichtigsten Branchen und Partnerschaften unter die Lupe genommen. Beginnen wir bei der Medienbranche. Comics, Film und Fernsehen, Merchandise, Videospiele, da gibt es so viele Superhelden und Fans. Vivi hat die Lizenzen für Star Wars. Star Wars. 93% der Deutschen kennen Star Wars, also im Grunde jeder. Davon bezeichnen sich 33%, 1/3 als echte Star Wars-Fans. R2-D2, Yoda, die beliebtesten Figuren aus der Filmreihe. Das Erwachen der Macht, dritterfolgreichster Film aller Zeiten, brachte über 2 Milliarden US-Dollar ein. Die Fanartikel für die ersten 6 Filme erzielten rund 18 Milliarden Euro. Star Wars steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Erfolgreichstes Film-Merchandising-Franchise. Geschätzter Gesamtwert des Franchise 58 Milliarden Euro. Star Wars ist ein weltweiter Kult und Vivi bringt diesen Kult auf Blockchain. Erstauflage. Bereits wurden 8 Kollektionen gedroppt. Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, R2-D2, C3PO. Jetzt sag mir nicht, das kauft niemand.
alles sold out. Wer hat die Rechte von Star Wars? Lucasfilm. Lucasfilm wurde 2012 von Walt Disney aufgekauft. Vivi arbeitet mit Walt Disney. Eines der Top 100 Unternehmen weltweit mit einem Jahresumsatz von 80 Milliarden US-Dollar dieses Jahr. Erstmals wurde die Golden Moments Kollektion im November 2021 auf Vivi präsentiert. In der Kollektion die Partnerstatue befindet sich seit 1993 zu Ehren Mickeys des 65. Geburtstags mitten im Disneyland. Auf der Gedenktafel die Worte des Gründers: Ich denke, Disneyland soll vor allem ein fröhlicher Ort sein, an dem Eltern und Kinder gemeinsam Spaß haben können. Würde Walt Disney historische Momente einfach blind irgendeinem Unternehmen anvertrauen? Warum vertraut Disney Vivi? Mickey Mouse, Stitch, alles weitere Kollektionen von Disney, die Vivi bereits herausgebracht hat. Zur Walt Disney Company gehört Pixar, das Trickfilmstudio, das Findet Nemo produziert hat. Vivi hat Lizenzen von Pixar, brachte bereits die Pixar Pals Pixar-Kameraden heraus. Mike Lukowski von Monster AG, Woody von Toy Story, Lightning McQueen von Cars, das Haus von oben. Dann hat Vivi Lizenzen von Marvel, eine Produktionsfirma von Walt Disney. Hat aus den Helden der Marvel Comics bekannte Blockbuster gemacht. X-Men, Captain America, Fantastic Four, Spider-Man, Daredevil, Guardians of the Galaxy, Doctor Strange, bereits in den ersten Auflagen auf Vivi erschienen. Marvel gehört zur Walt Disney Company. Was Disney allerdings nicht gehört, ist das andere fiktive Superheldenuniversum DC Universe mit Batman, Superman, Wonder Woman, The Flash, Joker, Aquaman. Die Rechte zu den DC Comics besitzt Warner Bros. Discovery. Keine Sorge, Vivi hat auch die Lizenzen von Warner Bros. Und DC Direct. Batman Black and White oder Superman, bereits auf Vivi. Warner Bros. Gehören neben DC Comics ebenfalls unfassbar viele Filmklassiker wie Harry Potter oder Matrix, die in den Filmstudios produziert wurden. Dann der Pay-TV-Sender HBO, der Nachrichtensender CNN, der Sportsender Eurosport oder der Lifestyle-TV-Sender TLC. Alles Warner Bros. Gibt ein börsennotierter Medienkonzern Vivi einfach so mal die Lizenzen? Nein, das scheint mir geplant. Marvel und DC, beides die weltweit größten Comicverlage. Beide entstanden in den 1930er Jahren, vor über 80 Jahren. Die Helden dieser Verlage haben uns in Comics begleitet, dann in Filmen und heute als NFTs. Ein Superman als NFT muss doch heute mehr wert sein als ein Affe auf OpenSea. Der Wert ist die Marke mit einem Unternehmen dahinter und dieses Unternehmen möchte die Heldengeschichten immer wieder aufleben lassen. Nur so hat der NFT-Sammlermarkt auch eine nachhaltige Chance, Trends zu überleben. Vivi vereint all die Helden, Star Wars, Marvel und DC, auf einer Plattform. Möge die Macht mit dir sein. Welche Medienkonzerne hat Vivi noch an Land gezogen? Universal. Und damit bisherige NFT-Drops aus Jurassic World, Back to the Future oder Knight Rider. Die Aktiengesellschaft Universal gehört zum US-Medienkonzern NBC Universal. Und NBC Universal gehört zu Comcast. Wie Disney, einer der mächtigsten Medienkonzerne weltweit, auf Rang 66 der Top 100 Unternehmen. Der ehemalige CEO von Comcast, Neil Smith, sitzt übrigens heute im Direktorenboard von Quant, einem anderen Blockchain-basierten Unternehmen. Mehr zu Neil Smith findest du in meinem Video zu Quant. Dann Star Trek. Die Franchise-Marke aus der Kultreihe gehört der Filmproduktionsgesellschaft CBS Studios. CBS gehört wiederum zum Mutterkonzern Paramount Global. Die Mediengruppe betreibt über 170 Netzwerke, MTV oder Comedy Central gehören dazu. Ebenfalls unter den weltweit größten Medienkonzernen 2021 auf Rang 14, direkt hinter Netflix. Jetzt sag mir, gibt es eine vergleichbare Plattform, die derzeit so viele hochwertige NFT-Lizenzen anbietet wie Vivi? Marvel, DC und Co. kommt ursprünglich aus den USA, dem Westen. Doch jetzt lenk deine Gedanken mal nach Asien. Denk an den Kitsch, Glamour und Anime-Sammlerbereich dort. Das ist ein Riesenmarkt, der NFT-Markt dafür unerschlossen. Anime ist auch bei uns beliebt und gehört zu dem wachsenden Filmgenre. Die Nachfrage stieg in den letzten 2 Jahren um 118%. Welche Rolle kann Vivi im asiatischen Sammlermarkt spielen?
Auf der D-Con verkündete Vivi eine Partnerschaft mit der japanischen Marke Medicom Toy. Davon kriegen wir hier in Deutschland gar nicht so viel mit, weil die offiziell nur innerhalb von Japan verkaufen. Medicom Toy bringt verschiedene Action- und Sammlerfiguren heraus, zum Beispiel aus der Manga-Serie Tsubasa, und hat mit den Beerpricks einen riesen Hype ausgelöst. Influencer wie DJ Bob Sinclair sammeln diese Beerpricks. Das sind Plastikteddys, die für 100 bis hunderte Tausende Euro gekauft werden. Chanel und Andy Warhol haben bereits Teddy-Kollektionen herausgebracht. Vivi hat sich damit den Partner geangelt, der ergänzend zu den NFT-Kollektionen physische Figuren herausbringen könnte. Damit wird digitales und reales Sammeln vereint. Genial! Ein weiteres Beispiel ist die Partnerschaft zu Tokidoki, eine japanisch angehauchte Marke aus Italien, bringt Spielzeug, Kunst, Kleidung und Accessoires heraus und hat bereits mit bekannten Labels wie Karl Lagerfeld, Sephora oder Hello Kitty gearbeitet. Ist nicht ganz so unbedeutend also. Die physisch echte Dragon Girl Statue kostet über 500 Euro. Vivi hat dazu analog eine NFT-Serie gemacht. Gehen wir weg von den Heldenfiguren und Designerartikeln. Was assoziieren wir mit Popcorn zum Film im Kino? Cola. Coca-Cola brachte im April auf Vivi den ersten Drop der Marke Starlight heraus. Mit diesem Drop wird Geschichte verbunden, denn die Marke Starlight wurde inspiriert von einem etwas skurrilen Projekt mit der NASA aus dem Jahr 1985. Als das Space Shuttle Challenger mit 7 Astronauten startete, da waren neben der eigentlichen Mission, die schon anstrengend genug war, auch einige Dosen Cola an Bord. Die Astronauten waren gezwungen, die ersten funktionsfähigen Cola-Dosen im All zu testen. Coke war der erste Softdrink im All. Wie kreiert Coca-Cola jetzt ein neues Produkt? Zuerst das Rebranding aus den 80ern, dann der neue Release 2022 mit einem limitierten Aroma. Passend dazu die digitalen NFT-Dosen als limitierte digitale Sammlerstücke. Vivi bot für diese Kampagne die perfekte Mischung aus Werbung, Sammlerleidenschaft, alter Geschichte und neuer Technologie an. Auch in der Automobilbranche gibt es Sammler. Ein Luxusauto hier, ein Oldtimer da, ein teures und doch ein seit Jahrzehnten bestehendes Sammlerhobby. Wie wär's mit einem Auto-NFT? Wundert es dich, wenn Vivi bereits mit namhaften Kandidaten wie Citroën oder DS Automobile verpartnert ist? DS Automobile gehört neben anderen Marken wie Opel oder Peugeot zu Stellantis. Weil es mich interessiert hat, Stellantis gehörte mit 14 Marken 2021 zum 5. größten Automobilhersteller der Welt. Vivi ist damit in der internationalen Automobilbranche angekommen. Seit der D-Con setzt jetzt auch Lamborghini auf Vivi. Gleiches Blau vom Lambo wie im Vivi-Logo. Wenn Lambo, soon. Ich frage mich, Zufall oder strategisch geplant? Medien, Cola, Autos, ist das nicht genug? Für Vivi noch lange nicht. Es fehlt noch der Kunst- und Designermarkt. Immer wieder droppen verschiedene Street-Art-Künstler, Designer und Maler auf Vivi ihre digitalen Kollektionen. Auf der D-Con wurde eine offizielle Medicom Banksy NFT Edition verkündet. Banksy, ein legendärer Graffiti- und Straßenkünstler, wahre Identität bisher nicht bekannt. Seine gesellschaftskritischen Werke sind überall auf den Mauern dieser Welt verewigt. Poster mit seinen Motiven werden überall auf der Welt vertickt. Hier siehst du mal bekannte Bilder von ihm eingeblendet. Auch wenn du den Künstler vielleicht nicht bewusst gekannt hast. Eines der Motive kennst du vielleicht, oder? Das ist Banksy. Aktuell einer der größten unabhängigen Künstler der Welt. Gemunkelt wird, dass Medicom Toy die echten Statuen von Banksy kreieren wird. Vivi würde dann Banskys Kunstwerke in den NFT-Handel bringen. Blockchain erfindet den Kunstmarkt neu. Wie helfen Vivi all diese Lizenzen zum Erfolg? Und was uns doch viel brennender noch auf der Zunge liegt, welche Auswirkungen haben die Vivi NFTs auf den OMI-Token? Es ist das Nutzererlebnis. Durch Vivi wird aus dem passiven Sammler Sammlung im Regal, bis alles verstaubt, ein aktiver Liebhaber. Er wird Teil seiner Sammlung. Lass uns die Reise eines Vivi-Collectors an einem Beispiel durchgehen. Schritt 1. Es beginnt beim NFT-Produkt. Nehmen wir Obi-Wan Kenobi als Beispiel.
Wie wird aus einem normalen Star Wars-Artikel ein begehrtes Sammlerstück? Zum einen gelingt das durch die Qualität. Das NFT selbst ist nicht irgendein verpixeltes Obi-Wan-Bild, sondern eine interaktive 3D-Figur. Teils macht das NFT Geräusche oder bewegt sich. Zum anderen ist jedes NFT dank Blockchain-Technologie in der Stückzahl limitiert. Im Beispiel Obi-Wan Kenobi gibt es nur 4088 Editionen. Es war die Ersterscheinung und ist selten. Schritt 2. Der Erwerb und der Handel. Allein der Drop ist ein Event. Der Countdown zum Drop wird heruntergezählt. Der Drop erfolgt per Blind-Box-Format. Das heißt, du weißt überhaupt nicht, welches Exemplar du aus der Serie ziehst. Obi-Wan, Reaver, Manitoban, häufig selten oder sehr seltenes NFT. Die meisten Drops gehen weg wie warme Semmeln. Sold out in wenigen Sekunden. Bleiben NFTs übrig, kannst du sie nachträglich im Vivi Store kaufen. Das eine ist der Vivi Store, das andere der offene Marktplatz. Dort kannst du die NFTs von anderen Nutzern kaufen und oder deine NFTs verkaufen. Gerade wenn du dein Sammlerset vervollständigen möchtest, suchst du auf dem Marktplatz nach passenden Angeboten. Denn ein ganzes Set erhöht den Wert deiner Sammlung. Dann Schritt 3, die Aufbewahrung. In der realen Welt gibt es Sammler, die ihre Stücke in Vitrinen ausstellen. Es gibt Autoliebhaber, die ganze Garagen für ihre Luxusmaschinen bauen. Es gibt begehbare Kleiderschränke, um die Luxusmode aufzubewahren. Wie kann deine digitale Sammlung, die du mit so viel Leidenschaft und hart erarbeitetem Kapital erworben hast, gebührend zur Schau gestellt werden? Vivi bietet dir dafür 2 Optionen. Zum einen deinen eigenen digitalen 3D-Showroom, deine Hall of Fame mit deinen Wunschfiguren, ein Raum, den du über VR Virtual Reality betreten kannst. Zum anderen kannst du deinen Showroom erweitern. Wir sprechen dabei von erweiterter Realität, Augmented Reality. Du machst dein Wohnzimmer, dein Zuhause zu deiner Hall of Fame. Dazu hältst du ein Handy einfach vor dich und platzierst dann das NFT, wo du es haben möchtest, zum Beispiel deinen Superhelden auf dem Sofa. Dann Schritt 4, die sozialen Medien. Du möchtest dieses Sofa-Selfie von dir und Mike vom Monster AG über Instagram teilen. Auf Vivi hast du die Möglichkeit, Bilder oder Videos aufzunehmen und dann über die sozialen Medien zu teilen. Was gibt es Schöneres, als sich unter Gleichgesinnten auszutauschen, in einer digitalen Welt, die immer unpersönlicher wird? Diese sozialen Funktionen fördern die Community und Sammeln wird zum Gruppenerlebnis. Und der letzte Schritt, Schritt 5, es ist das geplante Viviverse, das Metaverse auf Vivi. Es ist der letzte Schritt der Gamifizierung. Anstatt dass du Mike von Monster AG Obi-Wan in dein reales Wohnzimmer holst, betrittst du selbst als Avatar eine virtuelle, offene Spielewelt. Erste Ausschnitte wurden auf der D-Con gezeigt. Stell dir vor, das Auto von DeLorean von Zurück in die Zukunft fliegt draußen herum und dreht seine Kreise, während du ganz entspannt auf deinem Sofa sitzt. Neben dir steht Superman oder Spider-Man. Das Feuer knistert. Du hörst Walt Disney Soundtracks über das virtuelle Radio. Kunst von Bansky hängt hinter deinem Sofa. Ein Original-Comic von Thor liegt auf dem Tisch. Vor dir eine virtuelle 3D-Leinwand. Dein Heimkino. Auf der Leinwand läuft Harry Potter. Coole Vorstellung, oder? Doch der Gedanke von dem Metaverse ist nichts mehr Neues. Was unterscheidet Viviverse von anderen Metaverse-Projekten? Das ist zum einen, dass du dort alle NFTs von dir einschleusen kannst. Eben nicht nur Vivi-NFTs, sondern, wenn ich das richtig verstehe, auch alle möglichen Artikel Non-Vivi-NFTs. Das Viviverse ist damit ein Metaverse für NFTs. Es verbindet NFTs miteinander. Vivi vereint Sammler von jung bis alt aus verschiedenen Bereichen in einer digitalen Welt. Dann zum Zweiten, das Viviverse geht von überall aus, vom Handy, vom PC, Multiple Device Support. Dann drittens, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, im Viviverse ein Business aufzumachen. Zum Beispiel eine Autovermietung für DeLorean, Knight Rider oder Lambos. Eine Autorennbahn, wo ich Eintritt verlange und Rennen veranstalte. Die Automiete und der Eintritt wäre bezahlbar in OMI-Token. Würdest du mit mir im Viviverse ein Rennen fahren?
OMI ist das Gleitmittel für all den Austausch auf Vivi zwischen Sammlern, NFTs und OMI-Investoren. Womit wir endlich zum OMI-Token kommen. NFTs repräsentieren digitale Vermögenswerte auf einer Blockchain. Mehr zu NFTs findest du auch in meinem Video zu Was sind Kryptowährungen. In Bezug auf Vivi von Ecomi solltest du zwei Begriffe kennen: Champs und OMI. Beides sind Teile eines ausgeklügelten Tokensystems. Das eine sind Champs. Champs sind keine Kryptowährungen, sondern mehr wie eine klassische In-App-In-Game-Währung. Mit Champs bezahlen Vivi-Nutzer die NFTs, indem sie vorher per Kreditkarte normales Geld wie US-Dollar in die App eingezahlt haben. Dafür brauchen sich Sammler, denen es mehr um das Sammeln geht, überhaupt nicht mit Krypto beschäftigen. Das ist ein Riesenvorteil. Vivi wird dadurch Mainstream-fähig. Völlig anders ist dagegen OMI, der Utility Token von Ecomi. OMI ist ein ERC20-Token. Der Token lebt einmal als Layer 1 OMI auf Ethereum und als Layer 2 OMI auf der Immutable X-Plattform, einer NFT-spezialisierten Skalierungsplattform. Wie hängt OMI jetzt mit Vivi zusammen? Vivi funktioniert technisch nicht ohne OMI. OMI unterstützt die Transaktionen in der Vivi-App. Alles im Hintergrund. Und jetzt kommt's, pass auf. Mit jedem NFT-Drop werden OMI-Tokens verbrannt. Um das zu verstehen, ein Beispiel. Damit ich wie vorhin in dem Fall beim Star Wars Drop von Obi-Wan mitmachen kann, muss ich mir $60 aufladen. Diese $60 werden als nächstes in 60 Champs umgewandelt. In dem Moment, wo ich mein Cash zu den Champs umwandeln lasse, passiert in der App Folgendes. Die Vivi-App packt, vereinfacht ausgedrückt, die gleiche US-Dollar-Menge an OMI-Tokens, also 60.000 OMI bei einem Preis von 0,001 US-Dollar und zieht die 60.000 OMI aus der Reserve ins Vault. Sollte ich beim Drop Glück haben und ein NFT aus der Star Wars-Reihe bekommen, verbrauche ich meine 60 Gems. Ich kaufe das NFT mit meinen 60 Gems. In diesem Moment werden die 60.000 OMI-Tokens von vorhin vom Vault in das Burn Wallet verschoben. Dort landen auch alle anderen OMI-Token, die beim Kauf eines NFTs diesen Prozess, also von der Reserve über das Vault zu Burn durchgemacht haben. Die OMI, die im Burn Wallet landen, werden nach jedem Tag endgültig vernichtet. Noch einmal fürs Verständnis. Aktuell wird OMI mit den NFT-Käufen aus der In-App-Reserve geburnt. Die Gesamtmenge aller OMI wird weniger. Die OMI-Menge in der Reserve sieht aber niemals die Circulation Supply, also die Umlaufmenge, hat damit wenig Einfluss auf den aktuellen Preis. Aktuell haben wir in der Umlaufmenge 270 Milliarden Tokens, in der Reserve 187 Milliarden und insgesamt wurden bereits 78 Milliarden OMI verbrannt. Was müssen wir tun, damit die Tokens, die im Umlauf sind, weniger werden? Genau, OMI muss entweder aus der Umlaufmenge in die Reserve fließen, um dann endgültig verbrannt zu werden, oder OMI muss gestaked werden, weil dann mehr Halter OMI im System binden. Denn würdest du als OMI-Inhaber nicht alles dafür tun, um die Burn-Mechanismen voranzutreiben? Auf den Trichter ist bereits die OMI-Community gekommen. Einige aus der Gemeinschaft haben daher Play-to-Burn oder Play-to-Earn-Projekte entwickelt. Das Endergebnis ist das gleiche. Am Ende bleibt immer weniger OMI in der Umlaufmenge. Du denkst, das war schon alles? Oh nein, das ist erst der Anfang. Ecomi arbeitet bereits auf Hochtouren am OMI-Utility-Programm. Das schaltet zahlreiche Vorteile der Reihe nach frei, nur für OMI-Halter, OMI-Only. Hier siehst du links die folgenden Vorteile, die im Rahmen des Utility-Programms dazukommen. Besonders interessant wird das OMI-Staking. Es wird Staking-Stufen, sogenannte Tiers, geben. Je nach Stufe wirst du saisonale oder jährliche Rewards erhalten. Was ich auch interessant finde, sind die Bronze-, Silber- oder Gold-Tickets, die du für das Halten von OMI bekommen kannst. Die Tickets geben OMI-Besitzern weitere Vorteile. Das Bronze-Ticket bietet dir zum Beispiel einen Platz auf die Viviverse-Warteliste bei NFT-Drops.
Das Silber-Ticket ermöglicht es dir zum Beispiel beim Austausch von OMI zu NFT auf Transaktionsgebühren zu verzichten. Das Gold-Ticket kannst du zum Beispiel gegen ein Stück Land im zukünftigen Viviverse einlösen. Neben dem OMI Utility Programm gibt es ein zweites großes Programm, das Master Collector Programm. Dieses Programm bietet, wie der Name schon sagt, insbesondere Vorteile für die NFT-Sammler auf Vivi. Aber auch die OMI-Besitzer werden Vorteile im Master Collector Programm erhalten. Beide Programme, OMI Utility und Master Collector, werden ineinander greifen. OMI gamifiziert Vivi. Vivi funktioniert eben nicht ohne OMI. Abschließend dazu, was passiert mit OMI, wenn all diese Funktionen freigeschaltet werden? Hier siehst du den Tokenfluss, wenn das OMI Utility Programm live ist. Immer mehr Pfeile zeigen in Richtung Reserve Wallet. Und das bedeutet, dass immer mehr OMI aus der Umlaufmenge endgültig verbrannt werden. OMI wird in der Umlaufmenge immer weniger. Vergiss nicht, dass das Viviverse ebenfalls den OMI-Token einbindet. Was passiert dann mit dem OMI-Preis und wer denkt sich eigentlich sowas aus? Alfred, Dan und David. Das sind die drei aus dem Team, die wir uns stellvertretend für das Ecomi-Team anschauen. Zuerst Alfred Kahn, Chef für die Lizenzen. Alfred war damals verantwortlich, dass Pokémon als Marke groß gemacht wurde. Ein Spezialist, der über 30 Jahre lang Lizenzen vertrieben und gefördert hat. Dazu eben auch Kultmarken wie Teenage Ninja Turtles, Yu-Gi-Oh!, James Bond oder Mario Bros. Er schloss im traditionellen Merchandise-Umfeld Deals von über 25 Milliarden US-Dollar ab. Das Prinzip des Lizenzmanagements ist immer noch das alte wie vor 30 Jahren. Sollte also kein Problem sein, diese Erfolge zu wiederholen, oder? Doch all die Lizenzen in ein Geschäftsmodell via Blockchain umzusetzen, kein Problem, ab hier übernimmt Dan. Dan, COO, hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in Webentwicklung und Softwaredesign. Dan lernte David Ende der 90er im Rahmen seiner ersten Webentwicklungsfirma kennen. Damals wusste er, dass Internet einiges verändern wird. Seine mit von ihm hochgezogenen Medienunternehmen erlangten Millionen von Followern. Als Dan 2016 auf die Blockchain-Technologie stoß, erkannte er, wie David auch, das Potenzial von DLT, also von Distributed Ledger Technologie, für eine neue, innovative Geschäftsidee. Sie gründeten Ecomi. 2018 wurde bereits das White Paper veröffentlicht. 4 Jahre Entwicklungs- und Planungsarbeit gingen drauf, bis Vivi endlich soweit war. David ist der CEO von Ecomi. David macht seit über 25 Jahren nichts anderes, als Unternehmen aus dem Lizenz- und Vertriebsbereich mitzugründen. Seine Schwerpunkte? Alte Fanartikel wie zum Beispiel aus Star Trek oder Star Wars in neue Entertainment-Produkte zu packen. Er wurde für sein starkes Engagement sogar 2016 mit dem Young Entrepreneur of the Year Award ausgezeichnet. Noch weitere Geheimnisse für Davids Erfolg? Ja, es ist so simpel und dennoch. Privat ist David Yu. Von klein auf sammelt er, auch heute noch in seiner Freizeit sammelt er. Vom Sammeln ist er überzeugt. In all meinen Jahren des Sammelns hat die Nachfrage nach Sammlerstücken nie nachgelassen. Aber sie haben ständig die Medien gewechselt. Ich glaube, dass digitale Sammlerstücke gerade erst entstehen und wir werden sehen, dass sie die gleiche Beliebtheit erreichen wie materielle Sammlerstücke. Und diese Leidenschaft teilt David 1:1 mit seiner Community. Er kommuniziert regelmäßig mit Dan in monatlichen Updates, beantwortet Fragen auf den Decon, sonstigen Events, teilt selbst Sammlerstücke mit, die er gekauft hat. David schürt allein durch seine Persönlichkeit das Sammelfeuer richtig an. Gleiches zieht Gleiches an. Wann sehen wir Pokémon, David? Wie die Zukunft von OMI-Token und der Preisentwicklung aussieht, das weiß niemand. Doch zum jetzigen Standpunkt verdient Ecomi nicht das Geld durch OMI, sondern durch Vivi. Und Vivi steht erst am Anfang. Jetzt lass NFT und Metaverse einfach mal Mainstream werden. Lass aus den über 600.000 Vivi-Nutzern 5 Millionen werden. Immer mehr exklusivere Drops, mehr Auswahl, mehr Customer Experience, Kundenerlebnis. Das zieht wiederum mehr Nutzer an, die NFTs sammeln. Dann werden Kryptoinvestoren, die am OMI Utility Programm mitmachen,
ebenso mehr gebunden. Mehr OMI wird geburnt. Mehr Käufer, Customer, zieht auch immer mehr Verkäufer, Sellers an. Immer mehr werden ihre NFTs auch wieder über den Marktplatz verkaufen. Immer mehr Unternehmen mit starken Marken, Künstler, Designer werden angezogen und wollen auch lizenzierte NFTs auf Vivi verkaufen. Denn wozu eine eigene NFT-Plattform schaffen, wenn das über Vivi viel einfacher, kostengünstiger geht und dort auch alle anderen anbieten? Das schafft wiederum mehr Drops. Ein Kreislauf, den du hier siehst. Ups, das war ja eigentlich der Kreislauf, den Amazon verwendet. Bezos nennt ihn Amazon Virtuous Cycle. Um auf meine Anfangsgedanken zurückzukommen, wird Vivi damit zum NFT-Amazon für Marken? Was meinst du? Schluss mit der Spielerei. Ecomi hat bereits schon eine Sache geschafft. Menschen mit einer Vision verzaubert. Und zwar den Sammler, der von Krypto vorher gar nichts wusste, dann den Krypto-Investor, der vom Sammeln gar nichts wusste, und all die Marken, die von NFT nichts wussten. Wenn dich Ecomi interessiert, könnte zum Beispiel für dich auch das Video Krypto und Sport spannend sein. Viele Projekte wie Chillis oder Sorare bereichern mit ihren NFT-Lösungen Fans und Sportteams. Schau dich einfach auf meinem Kanal um. Für mehr Krypto-Austausch folg mir auch gerne auf Twitter. Ich freue mich auf dich. Ansonsten war es das für heute. Ich bin Miss Krypto von Krypto fasziniert und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.